Die europäischen Bestiarien und Sagen sind voller Hinweise auf eine sonderbare Kreatur, deren Blick töten kann. Was hat es mit diesem König der Schlangen auf sich? Hallo liebe Mythenretter, ich befinde mich gerade in den Denkräumen für Kulturgeschichten und wir sind heute auf den Spuren eines sonderbaren Wesens, des Basilisk oder auch des Cockatrice, je nachdem in welchem kulturellen Raum wir uns befinden. Aber fangen wir doch mal ganz vorne an. Was hat es mit dieser sonderbaren Gestalt tatsächlich auf sich? Wie entsteht so ein Basilisk und wie kann man sich gegen ihn wehren? All diese Dinge werden wir jetzt in der nächsten Zeit zusammen in Erfahrung bringen. Erstmalig erwähnt der griechische Philosoph Demokrit den Basilisken und legt damit in gewisser Weise den Grundstein für die Karriere eines der bekanntesten Fabeltiere der Geschichte. In seinem Werk Naturalis Historia beschreibt dann Plinius der Ältere um 77 nach Christus den Basilisken als eine kleine Schlange mit nicht mehr als 12 Fingern in der Länge und einem weißen Fleck auf dem Kopf, der einem Diadem gleiche. Für Plinius ist der Basilisk noch eine Schlangenart des afrikanischen Kontinents. Durch die Beschreibung seiner gewaltigen Giftigkeit inspiriert er jedoch weitere Gelehrte. Insbesondere in mittelalterlichen Werken wie der Physica von Hildegard von Bingen oder der Ornithologia des Naturforschers Aldrovandi taucht der Basilisk als mystische Kreatur mit immer fantastischeren Beschreibungen auf. Eine gängige Vorstellung zu dieser Zeit ist, dass der Basilisk aus dem Ei eines alten Hahnes schlüpft, das von einer Kröte oder Schlange ausgebrütet wurde. Seinem Blick sagt man nach, Tier und Mensch zu versteinern und zu töten. Vor allem in alten Brunnenschächten und Kellern soll sich das Ungetüm aufhalten. Im Laufe der Jahrhunderte und insbesondere ab dem Mittelalter änderte sich die zuvor rein schlangenartige Beschreibung aber. Das Äußere des Basilisken wurde um Flügel, Vogelbeine und Federn oder sogar um einen menschlichen Kopf ergänzt. Insbesondere im englischsprachigen Raum wurde nun zwischen dem Basilisken und einem weiteren Mythenwesen unterschieden, dem Cockatrice. Wie genau unterscheiden wir jetzt aber zwischen dem Basilisk und dem Cockatrice? Das ist gar nicht so schwierig, wir müssen allerdings ein wenig ins Detail gehen. Das Gute ist dabei, durch die historischen Beschreibungen stehen wir hier nicht vor einem Henne-Ei-Problem, sondern können das Ganze tatsächlich relativ gut zurückverfolgen. Vom Cockatrice lesen wir erstmals ab dem späten 14. Jahrhundert in England. Dort ist er ein drachenartiges Mischwesen mit dem Kopf eines Hahnes und dem Schwanz eines Reptils. Die Entstehung der beiden Wesen ist je nach Quelle unterschiedlich. So entstehe aus einem Hahnei, das eine Schlange ausbrütet, ein Cockatrice und aus einem Schlangenei, das ein Hahn ausbrütet, ein Basilisk. Diese Behauptung lässt sich jedoch anhand der vielen Sagen und Überlieferungen des deutschsprachigen Raums nicht bestätigen. Letztlich wurde Cockatrice zu einem Synonym für den Basilisken, als John Travesia 1397 das Wort Basiliscus in Bartholomäus Anglicus de Proprietabus Rerum mit Cockatrice übersetzte. Der Basilisk, der in unserem Mythenatelier Gestalt angenommen hat, basiert stark auf der Darstellung von Markus Gereert dem Älteren, der 1567 das Werk Der Basilisk und das Wiesel schuf. Auch hier zeigt die Radierung mehr einen Cockatrice mit Hahnenkopf, Vogelflügeln und Beinen, benennt die Kreatur aber als Basilisk. Wir sehen also, beide Wesen sind eng mit der europäischen Folklore verknüpft und haben den gleichen Ursprung. Wie aber wehren wir uns jetzt gegen einen solchen Basilisken oder einen Cockatrice? Egal ob Cockatrice oder Basilisk, oftmals wird der Atem und der Blick der Kreatur als tödlich beschrieben. Ein Mittel für die Abwehr dieses Todesblickes ist der Spiegel. Eine Methode, die schon gegen die Gorgomedusa in den antiken Erzählungen half. Viele historische Quellen berichten auch von einer weiteren kuriosen Methode. Der englische Franziskaner Franciscus Bartholomäus erwähnt zum Beispiel, dass der todbringende Blick nur durch ein Wiesel bezwungen werden kann, das zuvor von der Weinraute gefressen hat. Ihr seht also, die Frage, ob es sich hierbei um einen Basilisken oder einen Cockatrice handelt, ist gar nicht so einfach zu beantworten und hängt tatsächlich davon ab, ob wir uns zum Beispiel in England befinden oder in Deutschland. Tatsächlich finden wir in den deutschen Sagen das Wort Cockatrice oder ein vergleichbares Wort überhaupt nicht. Dort ist immer die Rede vom Basilisken. Egal, ob wir vom schlangenartigen Typus sprechen
oder vom Hahnenartigen. Nun ja, ihr seht, es ist alles nicht so einfach, die Grenzen verschwimmen immer wieder und deswegen muss man sich das Ganze meist etwas genauer angucken. So viel erst einmal von unserer Seite zum Basilisken. Ich hoffe, ihr habt einiges Wissenswertes für euch mitnehmen können. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Kommentar da. In Zukunft möchten wir gern das ein oder andere Video über die verschiedenen Mythenwesen drehen. Der Basilisk oder auch der Spiritus Familiaris waren erst der Anfang. Wenn ihr weitere Informationen haben wollt, schaut auf www.forgottencreatures.de vorbei und schaltet das nächste Mal wieder ein. Macht's gut!